So, meine lieben Leute der leichten EDV, willkommen zurück auf den Kanal Computersachen. Und heute geht es um einen Präsenzsensor von Tuya, den wir unter anderem im Home Assistant anschauen wollen. Als erstes müssen wir uns natürlich den Sensor jetzt in unserer Tuya oder in unserer Smart Home App anlegen. Ich habe das Gerät auch schon angesteckt, er erkennt das auch sofort. Also ihr seht, ich brauche ja gar nichts machen, also in der Hinsicht wirklich top. Das Gerät hinzufügen, die WLAN-Daten nochmal bestätigen und dann wird der Sensor hinzugefügt. So, ihr seht, geht auch relativ schnell, kann man auch nicht meckern. Das sagt jetzt Working, wir haben eine Luminanz von 305 Lux. Das ist Working, wir können hier mal unsere Records aufrufen, das sind also die Einträge. Da seht ihr auch mal, dass das gestern kein Joke war, was ich hier aufgenommen habe, was ich dann noch gleich zeigen werde. Hier 19., 19., 19., 19., 19., 19., dann hier 18., 18., 18., 18. Da bist du blöd, ich sag's dir. Ist ein Gag, kommen wir aber noch zu. Dann Settings gibt es nicht viel. Wir haben die Default-Einstellungen. Living Room, Bedroom, Bathroom. Ne, dann Asile, das hat irgendwas mit Suchen zu tun. Das habe ich jetzt nicht genau rausgekriegt. Aber ist relativ. Dann hier die Alarm-Settings, ob ich einen Alarm bekommen möchte oder nicht. Die können wir jetzt einfach einmal ausschalten. Die brauchen wir ja nicht, weil sonst pinkt er uns nur die Birne zu. Ihr seht hier, er reagiert auch etwas träge. Denn was uns interessiert, sehen wir eigentlich hier. Das ist unser Humans Präsenzsensor. Genau, jetzt sagt er auch eine Person präsent. Das bin ich. Ich bin ja schließlich da. Und ja, das werden wir uns dann nachher mal anschauen. Gut, dann gehen wir mal rüber zu Home Assistant. In Home Assistant haben wir jetzt nur die 7 Geräte drin, die ich von Haus aus schon habe. Um jetzt an die Geräte dran zu kommen, also unseren Human-Detektor-Sensor, muss ich natürlich jetzt einfach den Home Assistant neu starten. Jetzt dauert einen kleinen Moment. So, jetzt müsste Tuya auch verfügbar sein. Dann gehen wir wieder auf unsere Geräte und Dienste. Wir haben jetzt bei Tuya 8 Geräte drinstehen, das heißt, er hat unseren Human-Sensor erkannt. Brauchen wir auch nichts machen, das ist wirklich nobel, die Geste. Und hier fängt es jetzt dann interessant, Human Präsenzsensor Tuya. Und das ist der Bereich, den ich hier meine. Human Präsenzsensor, unsupported WZP, also das Modelltypchen und dann Tuya. Wie gesagt, es gibt da schon mehrere Einträge drin, da hieß es auch teilweise, dass sie hinzugefügt worden sind, aber wie gesagt, bei dem Ding habe ich jetzt echt ein bisschen wenig Kontrolle über diesen Sensor, was ein Home Assistant betrifft. Ich müsste also alles quasi hier über den Humans Präsenzsensor steuern. Da kann ich mir hier entsprechend Szenen erstellen. Es ist eine Lösung, es ist eine unsaubere Lösung, die ich allerdings, muss ich jetzt ehrlich zugeben, auch schon anderweitig verwende. Ich lasse also mein Alarmsystem zum Beispiel, das funktioniert über Home Assistant auch nicht. Das habe ich jetzt auch hier drin. Alarm ausgelöst, aktiv, Alarm aktiv, 60 Sekunden down. Das sind jetzt Szenen, die ausgeführt werden, wenn der Alarm ausgelöst wird. Das kann ich alles über Home Assistant steuern, aber ich kann über Home Assistant nicht die Aufnahme steuern und auch nicht die Sirene. Das alles macht eben Alarm ausgelöst, aktiv. Also ich habe da keine Lust, wieder eine Schummellösung zu basteln, die es mir ermöglicht, ein Tuya-Gerät zu benutzen, was dann so halbscharig läuft. Das ist so, es hat immer einen faden Beigeschmack. Schließlich ist es ein Alarmsystem und sollte dazu gehören, also ein sicherheitsrelevantes Gerät, und dann sollte es lieber 5 Euro mehr kosten oder 5 Dollar mehr und das Ding soll anständig funktionieren und die Dinge können, die man es auch sagt. Ist hier leider nicht der Fall. Geht noch weiter dann. Haben wir das einmal weg. So, dann habe ich euch mal einen kurzen Screenshot hier rausgesucht von dem, was hier gestern los war. Da waren wir beim Essen. Also, wie gesagt, sie hat geschlafen, mehrere Stunden tagsüber. Ich konnte es also super an ihr testen. Konnte ich einstellen. Der Sensor hat sie erkannt, dass sie im Raum ist. Aber wie gesagt, es brauchte sehr viel Einstellung. Es hat mich 3 Stunden gekostet, bis das so funktioniert hat. Und beim Essen abends ging es dann los. Wir waren also keine halbe Stunde außer Haus und ich habe hier also richtig Alarme gekriegt. Also das Ding ist
schier im Minutenrhythmus losgegangen. Also unzumutbar. Wenn niemand zu Hause ist, hat das Ding einfach nichts zu erkennen. Also was hat das Ding hier erkannt? Hm, finde den Sensor für nicht ausgereift, würde ich sagen, würde ich ihn einstufen. Also meines Erachtens braucht dieser Sensor noch ein bisschen Weiterentwicklung oder wir müssen die nächsten Modelle abwarten, da ich nicht glaube, dass man diesen Sensor noch einmal irgendwie upgradet. Der wird wahrscheinlich so bleiben, wie er ist. Also wie gesagt, in der Smart Home App kann man ihn ganz gut benutzen, da funktioniert er relativ. Die Fehlannahme sind ein großes Problem und mit Home Assistent könnt ihr das Gerät eigentlich so erst einmal auch total vergessen. Mein Fazit der ganzen Sache, eure Meinung könnt ihr euch dann selber binden. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Like sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann sollte dir das Video gefallen haben, ich produziere diese ja in meiner privaten Freizeit, würde ich mich über eine finanzielle Unterstützung, eine Spende sehr freuen. Dies kannst du über die Spendenlinks machen, die du unten an der Videobeschreibung findest, per PayPal, Banküberweisung, Bitcoin und Lightning. Solltest du dennoch weiterhin Probleme haben mit deinem PC und Hilfe benötigen, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden, ein weltweit remoter Dienstleister. Da werde dir geholfen für 25 Euro die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Haken, Ecken und Ösen, keine Abos, keine Verpflichtungen, keine Mitgliedschaft, gar nichts. Ihr braucht euch nicht einmal online irgendwo registrieren, ganz altmodisch. Finde ich witzig. Alles klar, in diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.